Dit is dit jaar 2020. En wie Anfangsjahr merken, wie dan ons in Plon merken en ons vielleicht so ernststellen, dit jaar werk anders en Judy redt een klein beetje van andernissen wat komen en waar alles anderen dreht rammer ons. De wie in mijn predja, hij zegt, bus de zij wezen en die wordt niet, verhoopt niet wezen zijn, anderen niet. We zijn allemaal zo wat anderen doen. Laatste zondag zeggen we zullen weten waarom we hier zijn. En ik dat ons de vraag stellen, waarom zijn we hier? En mijn hooping is dat door Jezus Christus, en wanneer we Jezus Christus leren kennen en zijn plan voor ons, kunnen we leren waarom we hier zijn. En we zeggen ook, was leven zodat we niet sterven, is niet genoeg. En ik geloof dat, wanneer we starten in Einstellung haben, we willen best niet sterven. En dat is ons einzige ziel voor ons leven, daaraan komen we zo akkoord. So van daar is de tweede part van de Aundacht. En ik wil ons het jaar dit aanvangen. En het is vielleicht niet so eine Aundachten, zoals ik je weinig brengen doe, wo we de Bibel forschen gaan. Ik wil van daar wieder ons treisten en ons mout merken. Ik wil vielleicht van daar een klein beetje schuiven. En wanneer je vielleicht zo zegt, je wil een makkelijker bezet zetten, dat ze don't. Maar ik wil die wat harken willen, ik wil je aansporen, moutjen, waar we wieder leven. Waar we niet bis in dood zijn, bis leven zo we niet sterven. Waar we een ziel, een onzicht, afzicht en een Plon merken, waar we worden God dienen. Waar we aanvangen met een gebed. God in Himmel, we zijn dankbaar dat u trouw bent. We zeken verken naar dien willen, we zeken voor dien Plon voor ons. En God die heeft dat klaar geschreven in de Bijbel, wat die Plon is voor ons. En dat is dat we ons hanjäwen naar die. En dat we laten die ons heilen. Dat we heilig worden voor die. En God, ik bid dat u ons van deel aansporen met deze weer. En dat we kan met een ganzen hart die nog volgen. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. So we sagen laatste zondag, waar we zullen een mission haben. Een mission is waarom we hier zijn. We sagen dat we zijn gemerkt voor God. We zijn gemerkt van God en voor God. Onze oorzaak waarom we hier zijn, is dat we eeuwig leven hebben door Jezus Christus. Gemeenschap voor alle eeuwigheid met God. Dat is waarom we gemerkt zijn. Aber wieder, Gott hat einen persönlichen Plan gegeben und gemerkt, wodurch wir unser Leben können uitleven für ihn. Wir sind von ihm gemerkt und für ihn gemerkt. Und von der werden wir sein dann, wenn wir dort weiten, für was wir gemerkt sind, wo sollen wir nu dort uitleven? Ich glaube, wenn wir Frauen stellen, was so große Frauen sind, das worum sind hier, das ist sehr fein, dass wir eine Antwort haben für die Frau, aber es ist sehr wichtig, dass wir dann uns Leben anstellen tun, wie dann leben so, dass wir dort wirklich begreifen tun, wer wir sind. Ich will uns von der ermutigen, wer wir einen Lebensplan merken für uns Mission. So, wo wollen wir dann für mein Leben? Ich habe diese korte Serie, das Anfang von dem Jahr, wir sind für mich gemerkt, genannt. Letzte Sonntag, wenn ihr noch Englische wären, Englische Aundacht gehirten, und das ich mir bereit für dit Jahr, und diese zwei Aundachten für die deutsche Aundacht, und der Englische ist ein bisschen eine Karte von der Bad Taub. Und ein paar von diesen Dingen, die wollen nicht bekannt sein, wer in der Service wäre. Ich will von dir reden, was ist dann uns Aufsicht oder uns Ziel oder in Englisch sagen wir uns Vision. Ein Vision ist dort, was uns Plan ist, dort, wo wir planen, um uns Vision oder uns Mission auszuleben. So, wenn uns Mission ist,
Wir sind für Gott gemerkt, dass wir Gott deinen tun und Gott hat uns Gaven und Geschenke und alles gegeben, Genot und Leben, Familie und Freund, der hat alles das uns gegeben, sodass wir können dort ausleben, für was wir gemerkt sind. Was soll wir dann tun? Wo soll wir uns Leben planen, sodass wir das können tun? So das Plan, das Lebensplan, das Vision, was soll das sein? Wo soll wir das an sein? Ich glaube, das erste Ding ist, das soll immer stemmen mit uns Mission. Wenn unser Plan für unser Leben nicht stemmen, der für dort, was Gott uns gemerkt hat, dort wird ladig sein. Und wenn wir einen Lebensplan merken und wir sagen, ich will lots und lots Geld merken, sodass ich reich sein, und dort nicht einen Port haben von Ewigkeit und für Christus Geld merken und das ist bloß ein Beispiel. Das sind viele andere Dinge. Wenn dort uns Plan ist und dort nicht stemmen det, nicht ableinen det, mit für was Gott uns gemerkt hat, dort ist ladig. Das bringt uns nicht Erfüllung. Ich glaube, der zweite Ding ist, unser Lebensplan soll persönlich sein. Dort, was Gott mir gegeben hat, das Gaven und jährliche Gaven, dort ist Aundacht, ist viel von Dient. Dort ist, wenn wir alle taub sind, dort Gott hat all die Gaven gegeben durch den Tag. Und dort ist, wie alle taub sind, der Tag. Keiner von uns hat all die Gaven, was Gott Menschen geben wird. Das sind Verse für uns, wer sehr fan schaffen kann mit unseren Hängen. Vers von uns, wir würden gerne sein, Dollar sind, was andere lernen kann und Dinge durchdenken und leben in so einer Weise. Und andere, wir sind vielleicht so, was wir gleichen Dinge alle in Ordnung zu haben. Wir gleichen vielleicht Dinge organisieren, dass alle fan schaffen wird. Wir haben alle persönlich ein Charakter, was Gott uns gegeben hat, wir sind nicht alle rein. So dort, was wir dann Plan für uns leben, so dann nur stemmen, mit wer Gott uns gemerkt hat. Und dort ist, wenn Gott uns persönlich geschenkt hat mit den Gaben. Wir sollen noch sein, der Plan, was wir haben für unser Leben, wo der dort die Menschen, die in unser Leben sind, halten oder hindern. Zum Beispiel, wenn wir eine Familie haben, wenn wir befreit sind, wo wird das meine Familie halten oder hindern? Das ist ein Lebensplan, den ich habe. Und ich glaube, der dritte Ding ist, wir sollen wirklich sein, was das wirklich ist, wenn wir uns Lebensplan merken. Dann. Erst dort in Englisch sei wie realistisch, was wir planen. Dann. Ich glaube, in unser Tiet, vielleicht nicht so sehr manche Deutsche, aber uns wird so gesagt, wir sollen uns hier auslernen und dort ist der einzige Weg, wo wir können ein gutes Leben haben. Aber wenn dort nicht Gott sein Plan ist für uns und wenn dort nicht stemmen wird, mit wer wir sind, ich glaube, wir sollen uns nicht zu schwer merken mit dort. Aber wenn Gott uns rauben wird, haben vielleicht uns auslernen und vielleicht Hochschule durchgehen und University und alles so, dass wir können uns Lebensplan ausleben, das ist gut. Aber für viele von uns, Gott hat uns ohne Gaben gegeben. Und du hast nicht mit Arbeit, Handarbeit tun, oder wir würden gerne sein, so eine Arbeit tun, was nicht physisch schaffen wird. Ein von den interessanten Dingen, was ich finde, ist von der und da sind sehr viel, was hat naar de university gegaan en haben sich hoch uitgeleerd, aber sie haben in der Schule gekregen von der Arbeit, die nicht ist. Und ich bin einer so einer, wenn ich kann, und ich bin so einer, was sehr ermutigen, da Schule nehmen, so viel sie können. Und das meint nicht, dass, wenn wir nicht Schule haben, dass das wird artig. Aber wir sollen realistisch sein, mit was uns Plan ist für uns Leben. Und wenn wir Schule nehmen, dann, das soll uns sein, wo die Arbeit ist. Wenn du
wat immer wie doen, wanneer dat een vormer is, wanneer het erst zijn wat in de fabriek schaffen dat, wanneer een uitarbeid is, wanneer een wiet is, wanneer een prediker is, lieder, wat immer wie doen. Wanneer we dat uitleven doen, wat God zijn plan voor ons is, dat is het beste ding wat we kunnen doen. Wil we niet naar onder kijken en zeggen, ik wens God had mij zo'n levensplan gegeven dat jaren heeft. Maar de vrede zijn met wat God ons gegeven heeft. Ik geloof de grootste ding is, wanneer we een levensplan merken doen, is we zullen afzichtig zijn. We zullen dat plan wat we willen doen en dan, wanneer we een plan hebben, we zullen dat dan doen wat we plannen doen. In Engels zeggen we intentional. We doen dat op fleet, wat we zijn. We doen dat zodat we een plan doen en dat als alle in ordening wat we gepland hebben. Hoeveel van ons, had mooi gezegd aan onze vriend, we zullen maar met waar het opkomt, met spazieren. En dan een paar maanden later, dan zeggen we, dat wird schijnbaar waar het opkomt, niet? Oder ik zal mal. Ik zal dit doen, ik zal dat doen. Ik geloof, we zullen aan dat weet wat we bruken, als vielleicht ook wanneer we de anderen doen. Liever als allemaal zijn wie zullen, we zullen liever zijn wie wollen. We wollen opkomen en dan een plan merken, zodat dat stemmen dat met wat we zullen doen. En zeer veel van ons zijn veel te veel wie zullen, maar we doen niet genoeg zijn wie wollen. En ik geloof een weg, wo dit zeer schuld is. Er zijn zo'n wat zijn. Ik weet wat God zijn plan voor reding is. Ik weet wat ik zal doen, dat ik die reding door Jezus Christus krijg. Ik zal Jezus aannemen. En ze leven het ganze leven dergen zijn, een dag waar ik Jezus aannemen. En zoals we deze werk zijn en doen, even in de familie, we weten niet hoeveel tijd we nog gaan. Daar we dat niet ändern, wanneer God van deel naar ons reden deed. En je zegt zo wat zijn, ik zal Jezus aannemen, ik weet waar ik moet me hanjäwen naar Jezus Christus. Je is er klaar waar we Jezus aannemen kunnen. Dat niet wieder abschuiven. Dat liever Jezus van deel aannemen. En dat is poort van afzichtig zijn, intentional zijn. En dat wat God heeft voor ons aannemen. Niet bloß dat te laten zetten en te niks gaan. God raubt van deel. En ik wil je ermutigen, dat we Jezus van deel aannemen. In Sprüche kapitel 11, de 14e vers, het zegt es dit. Wo nicht rot is, jet der Volk Unger. Aber wer der Rotgeber sind, jet dort goud, wo der Rotgeber sind, jet dort goud tau. Die sind unter Übersetzung, und besonders in Englisch, der Bruken, das wird in diese Versen, wo der wenig Vision ist. Du gehen Menschen Unger. En Rotgeber is zo'n wat zegt, es ist dit, wat we doen, dat zal we doen. En du hast een plan, waar we uitleven wollen. Wanneer du nicht een plan is, wanneer du nicht een plan is, waar we wollen dat uitleven, dat zegt, dat feit jet unger. Aber wer Rotgeber sind, wo je Rotgeber sind, en daar wordt nooit geleefd, jet dat goud tau. So wo wil je dat uitleven voor wat God je gemerkt heeft? Ik geloof dat een ding is, wanneer we een vision hebben, oder een levensplan hebben, waar we niet bloß een beetje zo zijn, waar we een beetje zo, we würden zijn op Engels, waar we bold zijn, waar we niet bloß dat laten met zo'n dauntig toegaan. Ik geloof veel te veel van ons Mennoniten laten leven bis voorbij gaan. We waken op en zeggen, waar we moet zijn wat van deel brengt. Waar we moet zijn wat van deel worden.
En ik hoop je hiermee niet zijn dat we zullen ons in een Plon merken en God niet poort merken van wat we doen. Dat is niet wat ik zei. Laatste zondag sagen we wo Paulus zegt in de Epheser kapitel 2, de 10e vers, we wollen die vers lezen, dat God heeft ons dingen gegeven waaraan we dienen kunnen. God heeft een plan voor ons. En dat zet door, waar we dat dan aanvoelen, dat aannemen en door aanleven. Ik leef veel te verken, wie levende jaren nog wat voorbij zijn. Ons denkt dat we jonger werden. Oder we denken terug, wanneer dat schijner ging. Oder we denken terug en we wensen wat dingen dan goed werden. Engels zei we the good old days. Maar een interessante ding is, wanneer scientists dat nu studeren doen, waarom we dat zo aannemen doen, dat de deel wat voorbij gegaan zijn, zo schijn werden, onze gedanken dat dat aanvoelen wat goed is en dat slechte te zien zaten. En ik geloof, wanneer we werkelijk würden zijn en even denken, Christus, dat we en wat we würden zijn, de good old days, oder de deel wat voorbij gegaan zijn, de deel die werden vielleicht niet zo goed als wat we nu geloven die werden. De deel die werden schwaar. En vele van ons die zijn bus in de deel wat al voorbij gaan. We leven ons ganze leven en wat al eerst geweest. Oder dat wat al weer. En ik wil ons van der ermutigen, waar we leven en wat nog komen wordt. Niet wegen wie besondere Menschen zijn, maar wegen God een groter Mensch is. Een groter persoon is, meine ik. God is groot. En wegen wie am no volgen doen. Waar we niet in dat leven wat geworden is, waar we in dat leven wat nog worden wordt. En waar we niet angst hebben voor wat nog wordt worden. 2 Timotheus kapitel 1, de 7e vers zegt es dit. Wilt God jef ons niet in jest, die van varsum muik, aber in jest van lijf en kracht, en dat we ons zelfs beherrschen kunnen. Hij heeft ons niet in jest gegeven, wie we in Jezus Christus zijn, dat we ons vechten doen, of ons angsten doen. Dat jest wat versum is niet van God. Hij heeft ons niet zijn jest gegeven. En wanneer we dan kijken wat nog worden wordt, onze toekomst, en we ons angsten doen, waar we dat zijn voor wat het is, dat komt niet van God. Den jest wat angsten deed voor wat nog wordt komen, is niet van God. Wat van jest heeft God ons gegeven? Hij heeft ons een jest gegeven wat voor lijf is en kracht. Bus zonder wat kracht hebben, kan met ziel wieder leven. En dat kracht is niet onze ene kracht. Er zijn zonder wat zijn, we zullen niet ons leven plannen, wenn we nicht zijn. En we sagen laatste zondag dat we zijn van God gemerkt en voor God en God zijn ebenbeeld. En dan zijn er zonder wat zijn, merk levensplan. En dan leven ze je wel en dat alle merken plan en zij dat der tot dat wordt. Maar deze vers leert ons dat als God zijn jest wat ons de kracht geven deed. So wanneer we ons levensplan merken dan, waar we dat niet bis uit onszelf doen en geloven dat als mijn plan, dat als mijn leven, dat als God zijn leven wat hij der ons leven wil. Dat als Jezus zijn kracht wat der ons schaffen deed. En wieder hij zei ook, den jest wat in ons is, jef ons dat we kan onszelf beherrschen. In Engels zei we self-discipline. Dat wat we zullen doen, God geeft ons de kracht om dat der zijn dat we dat doen kunnen. En van waar komt deze kracht? Dat komt van weeten dat God zijn lijf even ons is en in ons is. In Römer kapitel 8,
37 vers. Dat sagt, in der Anfang von der Vers sagt, und wir sind in aller dit, haben wir die Ewerhand. An dem sind Hoven, die uns Gott ist. Wir haben die Ewerhand in ons Leben, und wenn wir ons Leben planen, wir haben die Ewerhand. Aber es sagt nicht an uns salven, das ist der Gott sein salven. Weil wir, wenn wir uns anstellen, dann ist das, weil wir leben, weil wir das nicht so tun, dass wir sein, das ist mir, was wir tun, das ist meine Kraft, das ist Gott seine Kraft, wodurch wir leben tun. Und ich glaube, der große Ding, wenn wir einen Lebensplan merken tun, weil wir da checken und die Tiet, was wir noch haben, Läwens der Tiet, was auf vorbeigegangen ist. Viele von Ihnen, was von der hier sitzen, die sind allein. Wir würden gerne sagen, die haben vielleicht weniger Jahre, was die noch leben wollen, als was die all gelebt haben. Und die sagen, das ist eine gute Aundacht für so eine, was jung sind und kann ihr Leben so und so viel anstellen, so dort sie können einen Lebensplan merken. Die sagen vielleicht auch, sind retired. Meine besten Jahre sind hinter mir. Ich will ihn von dir ermutigen. Ich weiß, ich sehe nicht ihn alle. Und vielleicht hast du das, die wollen mir der Ausschalt an sein. Nicht? Wenn die noch leben, dann sei ich zu jung zum Retiren. Wenn die noch leben, dann sei ich zu jung zum Leben, dass sie sterben. Und ich meine nicht mit das, die sollen alle vor in der Arbeit sägen, dass die einen vollen Tag schaffen. Das ist nicht, was ich meine. Das ist da, wo wir ans Leben sein tun. Lebe ich in so einer Weise, wo ich in den Jahren bis proben auszuleben, sodass die sterben kann? Oder habe ich einen Plan, ein Ziel, wo ich die Jahren, was Gott gibt, nach jewen dat ein Wort jewen? Nutzen, so gut es sie kann. Und dort ist es, ich will ihn anspornen, da nicht bis rumsetzen und wachen zum Sterben. Viele von ihnen haben so viel, was sie noch geben kann, wann sie noch alle sind. Und ich will ihn ermutigen, da die Jahren nicht wegschmieden. Das Lebensplan, was wir merken dann, dort ist das meiste Merken von der Tiet, was wir noch haben. Und wenn wir jung sind, werden wir uns Leben so anrechnen, dass jeder Tag viel tollen wird für Gott. Ich glaube, jeder eine von uns, wenn wir jung sind oder älter sind, wir checken Trägfertigen in so viele Tiden hat Karte gekommen. Werden wir viel checken, was für eine Tiet wir noch haben, wodurch wir kann Gott dienen. So, wo dann können wir von mir leben? Oder wo können wir einen Lebensplan merken? Ich will bis ein paar Dinge durchgehen von dir. Und ihr steht erst in unserer Gemeinschaft, in unserem Verhältnis mit anderen Menschen. Wo können wir von mir leben? Oder wo können wir einen Lebensplan merken, für wo wir mit anderen Verhältnis haben? Ich glaube, die erste Ding, was wir begreifen sollen und machen, und dort ist Gemeinschaft, der nicht wissen, aus sich selbst. Keine Gemeinschaft, der für selbst betern. Und das Aspekt von Leben auf einer Welt, was unser Sinn ist, keine Gemeinschaft, der aus sich selbst betern. Und wenn Sinn in der Welt ist, das ist meist einmal dort eine Verhältnis in Gemeinschaft, doorbreken dat, wanneer einer nicht door ons schaffen dat. En viele von ihnen sind befreit, und je weiter wird es schafft. Dat euer Verhältnis erstmal so gut ist die Arbeit, was wir in dem Verhältnis nennen. Er sind viele Menschen in dieser Welt. Und wir kennen bloß die Menschen, mit wem wir Gemeinschaft haben.
Und wir haben bloß Gemeinschaft mit den Menschen, wer wir besonders lernen kann. So, ich will uns von dir fragen, was ist uns Plon, um Gemeinschaft betren und bühen mit den Menschen, wer Gott in uns Leben gesagt hat? Vielleicht ist das in deiner Familie. Vielleicht ist das in deiner Geschwister, bei der Arbeit. Und vielleicht sind die Gemeinschaft in der Familie, was zwei sind. Und die sind vielleicht auch mehrere Jahre vorbeigegangen. Was ist dein Plan, um die Gemeinschaft zu merken? Jo, wie kann sein, du verstehst nicht, was ein anderer Mensch hat, wie eng mit dir tun, oder du verstehst nicht, du kannst es nicht verstehen, warum das so zwei ist. Ich weiß, fertig, das ist schwer, aber wenn wir Gott seine Kinder sind, wie wir Jesus angenommen haben, wenn Gott hat uns geraten und unsere Gemeinschaft mit Gott gemerkt, der Jesus Christus, er fragt nu uns und er gibt uns die Gelegenheit, das selbst zu tun mit unseren Geschwistern. So, was ist unser Lebensplan, um die Gemeinschaft bühen und wenn das zwei ist, zu merken? Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir die Bibel studieren dann, so dass wir können weiten, wo wir unsere Gemeinschaft bühen dann. Nach einer Woche ich glaube, wir sollen dort foten, dass, wenn wir bei der Arbeit sind, das ist nicht bloß eine Arbeit. Ich glaube, es sind viel zu viele von uns, wir schaffen dann, bloß so, dass wir genug Geld haben zum Eten und vielleicht noch ein Bett ein Leben zu haben. Wir glauben fertig, dass es Port von bloß Leben. Wir merken entscheiden zwischen dort, was geistlich ist und dort, was fleischlich ist. Und geistlich, das ist dort, was in der Kirche ist, Bibel lesen, beten und alle die Dinge. Und dann der andere Part ist all das Ewige, das ist Schaffen, das ist Leben merken und wieder schaffen. Und ich glaube auch als Christen, wir sollen die zwei Dinge nicht schäden, lieber die zwei Dinge taub halten. Das ist aller jährlich. Und das ist besonders so von unserer Arbeit. Was wir tun für unsere Arbeit, ist Part von unserer Lebensmission. Wenn wir in Truckfahrer sind, wenn wir in Greinhus schaffen, dort ist Part von Gott dein. Dort ist Part von Gott ihren mit uns Leben. So, wenn wir unsere Arbeit nicht bloß sein, so viele von uns Leben sein, so wie wir unser Leben bis so, dass wir nicht sterben dann. Wenn wir nicht bis so schaffen, so dass wir nicht aufgelegt werden. Wenn wir lieber dort foten, wir schaffen nicht bis für Menschen, aber für Jesus Christus. In Kolosser Kapitel 3, in der 17. Vers, sagt es das. In alles, was die sein und tun, daut in unseren Herrn Jesus sie nomen. Der dankt Gott unseren Vater. Und dann der 23. Vers sagt es das. Alles, was wir tun, dort daut in von Horten, jieren uns für Gott und nicht für Menschen. Wenn wir schaffen tun und wenn wir bei der Arbeit sind, wenn wir nicht bis so schaffen, was für uns wird, wer ein Mensch ist. Wenn wir dort so tun, ist was so dort, wenn Jesus der wirklich wir. So nächste Mal bei der Arbeit, wenn das schwer ist, und das schwer für den wird schaffen bei der Arbeit, wenn wir uns dort halten denken, wir sollen nicht bis für den Mensch schaffen, wir sollen für Jesus schaffen. Und wo wir nicht andere Arbeiter sind, wenn wir würden Jesus als Boss haben, nicht? Das ist ein sagt, wie hat Jesus als uns Boss. Wir als Christen sollen der beste Arbeiter sein in der Welt. Wegen wir schaffen nicht bloß für Menschen, aber auch für Jesus. So nächsten Tag, wenn es schwer ist bei der Arbeit, werden wir uns ermutigen mit dieser Vers.
Dat geht nicht immer schön schaffen, das weiß ich. Wir wissen das alle. Aber wenn wir können uns die Gedanken und uns Ansicht, dass das anstellen, wir schaffen nicht bloß für Menschen, aber wir schaffen für Jesus, ich glaube, das ist sehr gut. Und dann, ich glaube, ein Ding, was sehr wichtig ist, dass wir dort ansehen und dort schaffen, ist gut. Dort Arbeit, dort schaffen, dort timen, Gott gibt dort einem Menschen Eier Sinn in der Welt anteimen. Schaffen ist gut. Dort ist Port für was Gott uns gemerkt hat. Eine Woche, wo wir können für mein Leben ist, wo wir in der Kirche dienen. Epheser Kapitel 2, der 10. Vers sagt es dort. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen in eine Stand gesagt. Dort wir Gott daunen können, nu soll wir auch durch noch leben. Gott hat uns nie geschaffen in eine Stand gesagt, dort wir Gott daunen können. Der Engel sagt dort Eva, that God has prepared in advance, or good works in advance. Er hat die Dinge geschafft, gemerkt für uns, wo wir schaffen können, wo wir dienen können, ist wie Jesus Christus kennen. So die 8 bis 9 Versen in dieser Epheser Kapitel 2 redet, wo wir können geraten werden. Das ist durch Gnade willst wir glauben. Und das ist, wodurch wir geraten werden. Aber wenn wir geraten sind, Gott weiß, wer geraten wird sein, und er hat uns Arbeit gegeben, wo wir sollen leben. Ist wie geraten sein. Und so, das ist nicht, dass wir uns Arbeit segnen, wir sollen dort segnen, was Gott apart gesagt hat für uns. Je können vielleicht zurückdenken, wenn die Jünger revieren und die hatten Älteren, was die Arbeit geben, die so mithalten mit ihm. Und ich denke, dass vielleicht ein viel zu schwer wegen Gott Plon die Älteren hatten. Die hatten eine Arbeit verrechnet, da würden die Kern vielleicht mit verräven, aber wir immer noch eine Arbeit, was Gott oder was die Älteren geben wollten. So ist es mit Gott. Gott hat einen Plan, für wo wir am dienen können. Er hat dort für Rob gemerkt, wo wir können dienen. Und das ist, dass wir dort segnen sollen und Gott nur segnen, wo wir dienen können, wenn Gott hat dort für Rob gemerkt für uns. Ich habe von dir eine neue Rede von persönlich, wo wir uns Vision finden. Aber ich habe uns nicht gesagt, was unsere Vision soll sein. Und ich weiß, eine Aundacht ist schwer, es ist schwer für viele von uns, wir wollen hier in Kraft, was wir sollen tun, und wo nahe und woran. Aber ich will uns von dir ermutigen, in eine große Wahl. Wer wird die Tiet, was Gott uns noch geben wird, ein Wort geben, nicht wegschmieden. Ich will ihn ermutigen, wer wird nicht bis Raum setzen, wachen zum Sterben. Wer wird das müsste merken, mit den Jahren, mit den Deel, was Gott uns geben wird. Und wer wird im Plon merken, das ist das, glaube ich, wo ich Gott dienen für das nächste Jahr. Und dann wer wird die Dinge durch sein, und was der Plan ist. Ich glaube, der einzige Grund von all diesen Dingen, und ich will uns zurückbringen an unsere Augen nur Jesus Christus wiesen. Dass wir können diesen Plan merken und in das Plan leben in Jesus Christus. Dort ist für Jesus Christus, wegen was wir gemerkt sind. Und das ist durch Jesus Christus,
wo wir die Kraft haben, dort uit te leven. Ik wil ons helpen denken aan die tiet, wo wir verder Gott worden stehen. En Gott wird uns helpen denken, wo wir geleefd haben. En er wordt bus een ding overblijven van dit leven. En dat is dat wat we hebben gedaan voor Jezus Christus. De Bibel die brukt al soorten teken en bijspellen. Waar een van die is kleider. Een lange rok. En dat kleid, we worden gekleid met dat wat we voor Jezus gedaan hebben. En ik geloof, wanneer wat we maar ons schämen doen, is vielleicht niet wat we doen, dat is dollar wat we niet doen. En ik wil ons niet helpen zijn wat we in ons leven, wo we kort gekomen zijn. Ik wil liever ons aansporen, waar we nog zijn wat we nog kunnen doen. Zodat in toekomst, wanneer we verder Jezus staan doen, we worden ons niet brokken schämen, maar wo we ons tiet weggeschmeten hebben. Bus dort, wat we voor Jezus hebben gedaan, wordt durch alle Ewigkeit blijven. Waar we dan een levensplan merken, besonders voor dit jaar, wat voor Jezus is. Niet bus voor ons, niet bus voor een beetje rumzetten en zeken en weten niet wat ons leven wordt brengen, maar een plan wat voor Jezus is. Waar we sluiten met een gebed. Jesus Christus, wir sind dankbar, dass wir gehen nicht in unsere eigene Kraft, wir gehen in die Kraft, was von Jesus kommen wird. Und Gott, ich bete, dass du uns treisten von dir Mars, nicht bis checken, und was gewast ist, aber checken, was noch kann sein. Und ich bete Gott, dass wenn die Söhne sind von dir Mars, was meid sind. En zijn vielleicht jeder Tag bis so, dass sie das merken dann. Gott, ich bete, dass du was Enthoffnung geben. Du als Meier ist bis von Tag bei Tag leben. Und Gott, ich bete für Söhne von dir, was vielleicht diese wird hören und sie weiten, sie können von meinem Leben. Gott, ich bete, dass du was in deine Gnade, in deine Leib und ansporen, so sie können in Freiheit in Jesus Christus leben. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.